Das ist der weltbeste Apfelkuchen, ganz sicher. Aber erstmal Servus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde und dieses Mal machen wir so einen richtig leckeren Apfelkuchen und zwar mit Pudding und mit Streuseln drauf. Für mich ist es der weltbeste Apfelkuchen. Ja, da machen wir erstmal einen Mürbeteig und dazu nehmen wir Mehl und Backpulver und vermischen das Ganze. Weiter benötigen wir Zucker und Vanillezucker und das vermischen wir ebenfalls. So, danach geben wir dann die weiche Butter in die Rührschüssel und geben den vermischten Zucker hinzu. Mit dem Mixer mixen wir dann das Ganze gut durch. Also für meinen Mürbeteig gebe ich dann immer noch 1 oder 2 Eier hinzu und mixen das Ganze nochmal kräftig durch. Ja, und dann geben wir natürlich dann zum Schluss das Mehl hinzu und rühren wieder kräftig durch. Und wenn der Teig fertig ist, geht er ab für eine halbe Stunde mindestens in den Kühlschrank. Gut, währenddessen kümmern wir uns um die Äpfel und dazu pressen wir eine Zitrone aus. Zwischendurch können wir auch schon mal die Backform einfetten. Ja, jetzt geht's den Äpfeln an den Kragen. Die schälen wir, befreien sie von den Kernen und schneiden die in kleine Stücke. Damit die Äpfel nicht braun werden in der Schüssel, begieße ich sie mit dem Zitronensaft. Insgesamt verarbeiten wir so ca. 1,5 Kilogramm an Äpfel. Jetzt wenden wir uns dem Herd zu. Dann nehmen wir uns 2 Töpfe. Stellen die auf den Herd. Auf der linken Seite geben wir die Äpfel rein und auf der rechten Seite machen wir nachher den Vanillepudding. Somit geben wir in den einen Topf erstmal einen halben Liter Milch hinein, in den anderen geben wir die Butter hinzu. Aber für den Pudding geben wir nicht die ganze Milch hinein, sondern wir lassen etwas Milch in einer kleinen Schüssel übrig, weil dort rühren wir nachher das Puddingpulver an. Aber bevor wir das jetzt machen, dünsten wir die Apfelstücke in den einen Topf an. Ziel ist es nachher später, dass die Apfelstücke etwas schlonzig daherkommen. Ja, und wegen dem Geschmack der Äpfel geben wir dann noch ein bisschen Zucker mit hinzu. Weiter geht's mit dem Pudding. Da geben wir jetzt Zucker in die Milch und lassen die Milch aufkochen. Kurz bevor jetzt die Milch kocht, geben wir jetzt das Puddingpulver in die kleine Schüssel hinein und rühren das Ganze gut durch und geben das Ganze dann in die kochende Milch hinein. Den Pudding müssen wir jetzt abkühlen lassen und immer wieder durchrühren. Es darf sich einfach keine Haut bilden. Und derweil kochen wir die Äpfel so lange weiter, bis die, wie schon gesagt, schlunzig werden. Gut, während der Abkühlphase können wir schon mal den Mürbeteig ausrollen und in die Backform geben.
Ja, in dem Vorgang bin ich jetzt nicht unbedingt der Beste. Also den Mürbeteig in die Backform geben, so richtig schön sieht es nachher nicht aus. Aber wenn der Kuchen fertig ist, sieht man davon keine Spur mehr. Ja, zur Erinnerung, ja, wir sind immer noch beim Abkühlen der Äpfel und vom Pudding. Und deswegen bereiten wir die Streusel jetzt schon vor. Ja, und für diesen geben wir Zucker, Vanillezucker und Butter in eine Schüssel und rühren das Ganze wieder gut durch. Ja, und stellen das dann erstmal beiseite. Ja, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Also, wir nehmen uns die Ofenform vor mit dem Hefeteig, geben dort den Pudding hinzu, geben da drüber dann die Äpfel hinein. Und da drauf würden wir dann die Streusel verteilen. Aber wie ihr wisst, die Streusel sind noch gar nicht fertig. Deswegen nehmen wir die beiseite gestellte Schüssel und geben dort Mehl hinzu und rühren das Ganze kurz durch. Und wie ihr seht, könnt ihr schon die Streusel erkennen. Und genau diese verteilen wir jetzt schön gleichmäßig über die Äpfel. Ja, und dann endlich ab damit in den Ofen für 60 Minuten bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. Und wenn nachher die Streusel nicht braun genug sind, ja, dann erhöht ihr einfach zum Schluss die Temperatur etwas in den letzten Minuten. Ja, und dann passt das nachher so, wie ihr es haben wollt. Ja, und glaubt mir, der Kuchen sieht super aus, er schmeckt fantastisch. Einfach für mich der weltbeste Apfelkuchen. Gut, jetzt müssen wir ihn nur noch abkühlen lassen und dann können wir ein gutes Stück probieren. Ja, und noch ein Tipp von mir. Lauwarm schmeckt dieser Kuchen wirklich am besten. Ja, und die Vorfreude wächst, das Wasser läuft im Mund zusammen. Und ein gutes Stück können wir uns jetzt genehmigen. Auch finde ich, dass dieser Vanillepudding super zu diesem Apfelkuchen passt. Ihr müsst ihn unbedingt mal probieren. Aber wie ihr seht, wir sind wieder beim Probieren angekommen und ihr wisst auch, dass wir wieder am Ende von dieser Folge von Nobis Kochstunde wieder angekommen sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.